In today's episode, RBI Rally Director Alexander Kovachev announces the opportunity for big trucks to participate for first time in Balkan Off-Road Rally. We will also introduce you a great truck team, the winners of the last Balkan Off-Road Rally, Udo Heidenreich, Hermann Schmidt and Jan Borzum, and their undercover Unimog, which looks just like an extreme Hummer. Dear rally friends, in this episode we want to share with you interesting and important information for the truck category in the Balkan Off-Road Rally. As you know, big and small trucks traditionally take part in the legendary Rally Breslau Poland. This is one of the few events where the big boys can play and participate in a challenging competition. This year, the good news is that both the small and the big trucks can not only participate in Poland, but can take part also in the Balkan Off-Road Rally. 3 years in a row, only the small trucks have been touching base in Bulgaria. The last year's edition gave all of them the confidence that this is a high-level competition, not thousands miles away, but here in Europe and with unique atmosphere. This year the trucks in the eastern part of Bulgaria, the low mountains and smooth fields near the seaside will give both big and small truck teams the opportunity to enjoy the various landscape of the country and to feel the Bulgarian hospitality. It will be definitely an unforgettable experience for them, that's for sure. You are now able to register not only for the small truck category, but also for the category trucks over 7.5 tons in the cross-country class at Balkan Off-Road Rally. Just go to the official website balkanoffroad.net and choose the proper category. Then you will be guided to the registration form. We all look forward to meeting you at the Breslau Rallies this year. In our 8th episode, we're traveling to central Germany to meet you with a team of 3 men who know how to have fun. Udo Heidenreich, Hermann Schmidt and Jan Borzum are not just rally racers, they're inventors who are looking for adventures and fun anywhere they go. They know how to build a truck for 2 weeks from the scratch, but they also know how to drive it for a win in the RBI Rally events. Meet the winners of the last Balkan Off-Road Rally, Udo, Hermann and Jan. Hallo, ich bin der Udo Heidenreich, ich bin der Fahrer vom Hummer. Ich bin Hermann Schmidt, ich fahre seit 2002 mit Udo zusammen Rallye und ich bin der Co-Pilot. Mein Name ist Jan Borzum und ich bin der zweite Co-Pilot in diesem schönen Wagen. Ja, Udo ist seit 1997 Truck-Trail gefahren und ich habe vorher schon Truck-Trail gemacht als Sportkommissar und da haben wir uns kennengelernt und so kam irgendwann das zu einer Freundschaft und 2002 haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal. Wir wollen aus Spaß mal Breslau fahren und so ging das Ganze eigentlich los mit der Rallye-Geschichte. Ja, und wir kannten damals Franz Eigner und Klaus Leiner auch schon aus dem Truck-Trail, die natürlich auch immer in diesem Bereich Werbung gemacht haben für ihre Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, da fahren wir mal hin. Ja, Klaus und Franz haben uns begrüßt. Sie wussten ja, Udo ist Trailfahrer. Die wussten, ich bin Sportkommissar bei diesem langsamen Sport. Und sie haben sich dann Mühe gegeben, Udo zu erklären, wo der rechte Fuß hin muss. Das ist der rechte Pedal, wo man drauf treten muss. Und
Sie kamen aber dann im Laufe der ersten Rallye, die wir gemacht haben, und haben dann festgestellt, ihr seid gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das ist eine gesunde Kombination. Das Auto hat gehalten, das war das eine. Der Fahrer hat Spaß am Fahren. Fahrer und Beifahrer verfügen über ein gewisses Maß an Ehrgeiz. Und diese Kombination insgesamt und auch das Quäntchen Glück dabei, Das gehört dazu. Das ist das Wichtigste. das war dann Platz 2 bei unserer ersten Rallye. Das ist ganz wichtig bei dem Sport, dass das Team und die ganze Mannschaft, wo auch der Service dazugehört, dass da immer eine gute Stimmung ist und ein wohlwollendes, weil nur dann kann Leistung kommen, sonst klappt das nicht. Man kann also wirklich sagen, in den letzten 3, 4 Jahren ist das so, dass wir von der Rallye, von der Etappe zurückkommen und dann die Mannschaft da steht und fragt, was habt ihr alles kaputt gemacht, wo müssen wir nachgucken, und nun haut ab, lasst uns in Ruhe arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Denn das ist alles, sind alles genau wie wir Enthusiasten. Wir haben Spaß bei dem, was wir tun. Und sie sind auch schon immer dabei. Wir haben uns halt alle bei der Rallye gefunden und ist halt immer wieder, wenn es heißt Breslau oder Balkan, wir sind immer zusammen. Um halt einfach mal was Neues zu bauen. Neue Optik, auch in diesem Hammer steckt ganz schön viel Unimog. Ist halt altbewährte Technik, robust, kaum kaputt zu kriegen, mit einer schönen Hülle. Das war halt einfach so eine Idee, die halt auch bei einer Rallye entstanden ist. Ja, das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. Solche Ideen haben wir einfach. Das ist aber nur eine von vielen. Ja. Aber ich glaube, ich sag mal, der Ideengeber in unserem Team ist in erster Linie Udo. Er ist beruflich viel unterwegs und immer dann, wenn er im Auto ist, dann klingelt bei mir irgendwann das Telefon. Mir ist da eingefallen, wir könnten doch mal. Das sind dann so die Zeiten, wo dann eine Idee geboren wird und dann unter Umständen auch ganz schnell wächst. Und wenn man jetzt dieses Hammerprojekt sieht, das stammt irgendwo so aus 2009, 2010. Da war erstmalig der Gedanke bei Udo, wir nehmen Unimog-Achsen, die halten, wir haben Bodenfreiheit, wir nehmen Unimog-Rahmen und Motor müssen wir mal gucken, Unimog oder vielleicht ein Cummins oder vielleicht ein Chevy. Oder ein Chevy. Das war Lange Zeit, ja, ein V8. Ja, und dann, ja, aber da muss ein Fahrwerk rein. Da muss ein Fahrwerk rein, das muss dann auch sein. Ja, und dann ging es dann immer so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, und dann war im letzten Jahr, warst du bei der Baja und da kam die Verbindung zur Hemscheid. Wir sind ja ein Team, wir reden über alles. Und der Jan hatte einfach die Idee, was anderes zu machen, mal ganz andere Schiene zu fahren. Und dann gab es verschiedene Varianten. Fahrwerk wie jetzt, mit Federn und Stoßdämpfer. Dann war mal eine Variante Luftfahrwerk und dann kam halt die neue Idee. Ja, die hat dann Jan mitgebracht. Ja, das Fahrwerk im Prinzip am Rad oder an der Achse sind keine Federn mehr. Das ist nur ein Hydraulikzylinder und die Fahrwerksbewegungen werden einfach durch Öl übertragen. Und dann hat man ein Steuerteil, wo mit die Dämpfwirkung erreicht wird, ein Steuerblock, und die Feder ist im Prinzip eine Luftfeder, wo das Öl gegen das Luftpolster wirkt und das federt. Wir wollen aber nicht alles verraten, weil die anderen sollen sich auch mal ein paar Gedanken machen. Ne? Also das grobe Prinzip, kann man so sagen, ist, dass eine Ähnlichkeit mit dem Citroën hydropneumatischen Fahrwerk ist schon eigentlich da. Im groben Prinzip ist es dem gleich.
es ist auch viel Zeit in dem Bau des Fahrzeuges geflossen und dann hörte das nicht abends auf. Es hörte erst den nächsten Tag früh auf. Es gab auch kein Wochenende mehr. Ne? Also von Anfang Februar bis zur Rallye in Bulgarien, muss man dazu sagen. Sollte ja eigentlich Probefahrt zur Breslau machen. Breslau war angedacht Also Polen, ne? als Probefahrt, aber das hat nicht funktioniert. Der Zeitplan war zu stramm. Ja. Aber wir hatten ja für die Breslau-Polen gemeldet. Ja, und ich sage jetzt mal 3 Wochen, 4 Wochen vorher war klar, der Einsatz vom Hammer, das funktioniert definitiv nicht. Ja, und beim Hammer gibt es keine Kompromisse, das war uns auch klar. Der Hammer gibt es einfach keinen Kompromiss wie dieses Fahrzeug. Der wird so fertig gebaut, wie wir angefangen haben. Und da musste dann jetzt zur Polen-Rallye noch schnell ein Auto gebaut werden. Ja, dann war dann die Entscheidung, fahren wir Polen oder melden wir ab? Und auch da war das Team nicht unbedingt einer Meinung. Aber der Teamchef hat entschieden, wir fahren die Polen, dann bauen wir eben ein Unimog. Wir haben 3 Wochen Zeit. Zeit läuft ab jetzt. Und das ist der draußen steht. Der Grüne. Der Grüne. Der ist in 3 Wochen aufgebaut. 3 Wochen Auto. Was man halt in 3 Wochen gut bauen kann. Aber das ist ja alles bewährte Technik. Damit kennen wir uns seit 20 Jahren aus. Und er hat ja auch gut funktioniert. Also ich glaube mal, wenn der Spaß groß genug ist, dann ist auch der Erfolg nicht weit weg. Ich hatte vorhin gesagt, wir sind schon sehr ehrgeizig, alle 3. Also wir fahren nicht nur zum Spaß. Wir fahren mit Spaß, aber nicht zum Spaß. Wir fahren zum Gewinn, ganz klar. Kann man, glaube ich, für alle 3 sagen, wir fahren zum Gewinn. Aber wenn wir keinen Spaß dabei haben, dann fahren wir nicht mehr.